Wenn es um den Teilhabervertrag geht, dann bleiben Sie knallhart. Ich verspreche Ihnen, Arno wird sich die Zähne an seinem neuen Partner ausbeißen. Ruf ihn doch noch mal an. Ich glaube, er wartet drauf. Julia, ich kann es im Moment nicht. Ich schäme mich so. Ach, Barbara. Ich hätte Christoph nie so misstrauen dürfen. Du meinst, dass Hofer und Larissa unter einer Decke stecken? Genau das. Wir müssen Papa Bescheid sagen, und zwar sofort. Hofer hat seine Anteile verkauft. Was? Und zwar an mich. Du und ich zusammen in einer Firma. Niemals. Du wirst dich an den Gedanken gewöhnen müssen. Oh nein, das werde ich nicht. Das könnte dir so passen. Ach, Arno. Wenn wir beide schon nicht privat zusammenkommen, dann wenigstens geschäftlich. Ich habe einen Vertrag mit Hofer abgeschlossen, nicht mit dir. Den Vertrag mit Hofer kannst du vergessen. Hofer kann seine Anteile nicht einfach an dich verkaufen, nicht ohne meine Einwilligung. Arno, er kann. Und er hat das bereits getan. Das lasse ich mit mir nicht machen. Ich werde dagegen angehen. Aber Arno... Ja, ich werde euch verklagen. Du willst deine neue Teilhaberin vor Gericht bringen? Das würde ich mir an deiner Stelle ganz genau überlegen. Nichts gibt's da zu überlegen. Oh doch. Du solltest dir zum Beispiel Gedanken machen, wie du diese Schwarzarbeiter vor Gericht erklärst. Welche Schwarzarbeiter? Deine Schwarzarbeiter. Auf unseren Baustellen. Erstens sind es nicht unsere Baustellen und zweitens habe ich keine Schwarzarbeiter eingestellt. Du vielleicht nicht. Aber Hofer. Es wird wirklich höchste Zeit, dass ich mich um diese Firma kümmere. So kann es doch nicht weitergehen. Hofer hat illegale Arbeiter beschäftigt, ohne mein Wissen? Ohne dein Wissen? Das kannst du vielleicht deinem Hausmütterchen erzählen, wenn es noch mal wiederkommt. Aber vor Gericht kommst du damit nicht durch. Ja, Arno, und übrigens, lass doch hier mal ein bisschen renovieren. Wenn ich hier schon arbeiten soll, dann möchte ich mich wenigstens wohlfühlen. Hallo, Gero. Hast du meinen Autoschlüssel gesehen? Nein. Ach, da ist er da. Was ist denn? Wo willst du denn hin? Zu Christoph. Du willst nach Friedenau? Barbara, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich muss ihn aber sehen. Unbedingt. Willst du nicht lieber noch warten? Julia hat gerade angerufen. Sie hat mir gesagt, dass Christoph verreisen will. Ich wollte noch vorher mit ihm sprechen. Aber warum unbedingt vorher? Es reicht doch, wenn du mit ihm Das sprichst. verstehst du nicht. Ich kann ihn doch nicht einfach so wegfahren lassen. Ich muss ihm doch sagen, wie leid mir die ganze Geschichte mit Kathi tut. Und dann? Aber wenn du jetzt mit Christoph sprichst, dann geht's garantiert nicht nur um Kathi, sondern auch um euch. Und ich glaube nicht, dass für so ein Gespräch jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Egal. Ich muss zu ihm. Ja, aber er kommt doch wieder. Dann hast du vielleicht auch den nötigen Abstand, um in Ruhe mit ihm darüber zu sprechen. Außerdem möchte ich nicht, dass du jetzt Auto fährst. Tut mir leid, dass ich nicht noch mal nach Friedenau gekommen bin. Aber ich hatte noch einen Termin. Ich hätte ja gern auch noch mal mit dir in Ruhe gefrühstückt, aber ich halte es nicht mehr aus. So schlimm? Ich muss weg. So schnell wie möglich. Hast du denn noch mal mit Barbara gesprochen? Wenn ich wieder zurück bin. Ach, Papa. Tut mir alles so leid. Mir auch.
Rufst du mich dann gleich an, wenn du in St. Moritz angekommen bist? Natürlich. Gut. Und fahr vorsichtig. Ja. Tschüss. Tschüss. Naja, und am Schluss, da wurde es echt eng. Da habe ich dann nochmal ziemlich Ärger mit den Typen gekriegt. Sei froh, dass dir das nicht in Caracas passiert ist. Wenn du da einmal in der Gang drin bist, kommst du nicht wieder raus. Ja. Entweder du bleibst dabei oder... Hallo? Hey, Tag zusammen. Hallihallo. Frank hat mir gerade von seiner bewegten Vergangenheit erzählt. Im Kindergarten. Nee, ich war mal in einer Gang. Uiuiui, ich wusste gar nicht, dass es auch Babygangs gibt. Habt ihr Überraschungseier geklaut? Quatsch. Wir haben Autos geknackt. Ach was, wie seid ihr denn an die Türgriffe gekommen? Ach komm. Hey, na, dann können wir ja. Kommt ihr mit? Wohin? In die Altstadt? Sieht eher so aus, als wollt ihr sie zum Opernball. Also tut mir leid, aber ich muss noch für eine Klausur lernen. Hat das nicht bis morgen Zeit? Na, wie denn? Wir schreiben morgen. Warte mal. Ein bisschen Kohle nehmen? Will ich aber wiedersehen. Das ist mein ganzes Taschengeld für den Monat. Danke, das reicht fürs Erste. Also, ciao. Aber nicht, wenn du zum Opernball willst. Kann ja nicht jeder so schlampig rumlaufen wie du. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich anhab. Und ich find's voll daneben. Das ist ja wohl nicht mein Problem. Nein, dein Problem ist Ramon. Du bist nämlich nur eifersüchtig, aber er will gar nichts von dir. Kannst ihn ja mal fragen. Wo sind denn die beiden? Papa, wir müssen unbedingt mit dir reden. Weißt du, wenn Jan vor kurzem bei Clarissa gesehen hat? Als ich neulich bei Clarissa war, da habe ich doch tatsächlich Hofer angetroffen. Stimmt's? Wie? Du weißt? Ich hab's ja immer gewusst, dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Ja, das weiß ich inzwischen auch. Wer hat Clarissa seine Firmenanteile verkauft? Nein. Doch. Clarissa ist jetzt meine Partnerin. Ja. Ja. Und jetzt? Werde ich wohl mit ihr zusammenarbeiten müssen. Du und Clarissa? Ja. Ihr tut es doch auch, oder? Ja, aber mit euch. Ich meine, kann das gut gehen? Mir wird nichts anderes übrig bleiben. Entweder ich arbeite mit ihr zusammen oder ich steige aus. Aus meiner eigenen Firma. Ach, Hofer. Jetzt werden Sie bloß nicht sentimental. Arno ist selber schuld an seiner Situation. Wir haben aber kräftig nachgeholfen. Na und? Sind wir die Caritas? Das Geschäftsleben ist nun mal hart. Da bleibt keine Zeit für Sentimentalitäten. Denken Sie besser an die angenehmen Seiten unserer Zusammenarbeit. Recht so? Mhm. Ich dachte, bei der Summe werden Sie ein schlechtes Gewissen bald vergessen. Worauf Sie sich verlassen können. Das ist so großzügig von Ihnen. Vielen Dank. So bin ich nun mal. Ich weiß gute Arbeit zu schätzen. Und jetzt verschwinden Sie erstmal aus der Schusslinie. Ich glaube zwar nicht, dass Arne vor Gericht ziehen wird, aber sicher ist sicher. Ein paar Tage Urlaub sind bestimmt nicht schlecht. Sagen wir besser ein paar Wochen. Wenn Sie nicht hier sind, kann man Ihnen auch keine dummen Fragen stellen. Verstehe. Fahren Sie, wohin Sie wollen. Hauptsache schön weit weg. Sagen Frau von Anstetten, es macht ungeheuren Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Der Satz hätte auch von Arno kommen können. Hier sieht's ja aus wie in Caracas. Fehlen nur noch die Kindergangs. Kiddies hätten hier keine Chance. Hast du schon mal mit Skins zu tun gehabt? Mit solchen Baseballschlägern? Nee, du etwa? Na klar. Genau da drüben. Ging richtig zur Sache. Schlägerei.
kannst deinen Arsch drauf verwetten. Also bevor ich einen auf die Rübe kriege, mit einem Baseballschläger, mache ich lieber die Fliege. War bei mir nicht nötig. Weißt du, bei den Raiders waren Typen dabei. Solche Schenkel. Die Skins hatten keine Chance. Ja, hast du ja tolle Freunde gehabt. Ich bin schwer beeindruckt. War überhaupt eine ziemlich heiße Ecke hier. Drogen, Punks, brennende Häuser. Absolut der Wahnsinn. Du immer mittendrin, hä? Sowieso. Die Kiste hier zum Beispiel. Als die mal abgefackelt wurde, da war ich dabei. Mann, das war vielleicht ein Theater. Komm, lass uns lieber abhauen. Was ist denn? Da vorne. Keine Panik, Alter. Keine Panik, ich hab heute meinen Baseballschläger nicht dabei. Aber ich hab zufällig das hier dabei. Und die stärksten Typen um. Ray? Ray hat es aus, was hast du denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich? Partner? Oder ist deine Besprechung mit Gräfin von Anstetten? Welche Firma sollst du als nächste für sie ruinieren? Arno, ich kann dir alles erklären. Erklären? Hast du mich reingelegt? Mein Vertrauen missbraucht? Was gibt's da zu erklären? Arno, ich wollte es nicht. Jedenfalls nicht so. Ach, wie wolltest du's? Glaub mir, als ich gemerkt habe, dass du eigentlich ganz in Ordnung bist, da wollte ich es nicht mehr tun. Dafür, dass du es nicht wolltest, bist du äußerst geschickt vorgegangen. Bitte glaub mir, sie hat mich dazu gezwungen. Sie hat dich gezwungen. Mit was? Mit Geld? Wie viel? Wie viel war es Clarissa wert, mein Lebenswerk zu zerstören? Wie viel hat sie dir gezahlt für das? Na los, sag schon, wie viel? Arno, bitte! Was ist das? Packst du Koffer für die Südsee? Hat sie dir eine Insel gekauft? Antworte! Keine Angst. Mit dir mache ich mir die Hände nicht schmutzig. Wäre zu viel Ehre. Typen wie du schaffen sich selbst egal. Irgendwann. Nano, noch so spät unterwegs? Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nein, danke. Sie dürfen mir jetzt zuhören. Ich habe eben mit meinem Vater gesprochen. So, als seine Tochter spricht da nichts dagegen. Und er spricht sehr viel dafür, dass Sie ihn reingelegt haben. Ich? Ja. Sie tun doch alles, um ihn fertig zu machen. Aber Susanne, warum sollte ich denn Arno fertig machen? Was hätte ich denn davon? Sie wollen sich an ihm rächen, weil Sie ihn nicht gekriegt haben. ABB steht kurz vor dem Konkurs. Ohne meine Hilfe könnte Arno dicht machen. Und warum haben Sie dann diesen Hof auf meinen Vater gehetzt? Wie käme ich denn dazu? Ich habe selbst schlechte Erfahrungen mit Hofer gemacht. Hofer hat Arno ganz alleine zu diesen unsinnigen Investitionen getrieben. Nur durch Hofer ist die Firma heute so hoch verschuldet. Und wieso hat Hofer Ihnen die Firmenanteile verkauft? Weil ich bereit war, einzuspringen. Hofer interessiert doch die Firma überhaupt nicht. Alles, was der will, ist eine schnelle Mark machen. Und wie soll es jetzt mit der Firma weitergehen? Na, ich hoffe, dass Arno bereit ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Nur so kann ich die Firma retten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie meinem Vater wirklich helfen wollen. Nicht nur. Ich möchte auch Geld machen. Ich bin Geschäftsfrau. Ich will, dass ABB eine der erfolgreichsten Baufirmen des Landes wird. Glauben Sie an Wunder? Nein. Aber ich glaube an mein Durchsetzungsvermögen. Und ich glaube an Arnos Erfahrung. Mensch, Ray, da geht man so durch die Gegend, denkt an nichts Böses und dann sowas. Ich hab echt gedacht, dich haben sie eingelacht. Wieso denn? Meinst du, die Bullen finden was bei mir? Never ever. Wer ist der Typ denn? Das ist Ramon. Das ist ein Kumpel. Der ist absolut okay. Hey, Zuckernase. Kennst du den noch? Hey, Frank, du alte Ratte, na, das ist ja ein Hammer. Du bist ja echt gut drauf heute, Nico. Hm? Du, die ist immer gut drauf. Vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen was eingeworfen hat. Außerdem Ecstasy macht sie total scharf. Stimmt's, Zuckernase? Ja. Hättest du auch ein paar Pillen für uns? Klar, und für einen alten Kumpel mache ich sogar einen Freundschaftspreis. Hey, na, was ist? Bock auf ein bisschen Fun? Weiß nicht. Ach komm. Wenn du meinst, wenn wir schon mal hier sind. Cool. Das ist die richtige Einstellung. Wie viel? Er hat die Kohle. Dafür gibt's 2 Stück. 4. Er ist so ein Schattenmann, aber nicht bei der Qualität. Das ist feinster Stoff. Hey, geist doch nicht so rum. Gönn, ich will doch auch mal was hier. Ich
kann das Zeug doch nicht verschenken, Zuckernase. Na komm schon. Ist doch für Frankie Boy. Okay, dann will ich mal nicht so sein, aber nur wenn du nachher richtig nett zu mir bist. Na klar, bin ich doch immer. Und? Was hat er gesagt? Anwälte. Er glaubt nicht, dass ich gegen Clarissa vorgehen kann. Papa, ich weiß, die Frau ist ein rotes Tuch für dich. Aber vielleicht gibt's ja doch einen Weg, mit dir zusammenzuarbeiten. Es gibt keinen anderen Weg. Überleg doch mal ganz nüchtern. Mit Clarissa als Teilhaberin würde die Firma plötzlich ganz anders dastehen. Auch gegenüber den Banken. Susanne, ich glaube, du verstehst es nicht. Ich kann und ich will mit dieser Frau keine Firma zusammenführen. Aber warum denn nicht? Sie ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Mit welchen Methoden? Sie kennt Hofer von früher und hat ihn rausgekauft. Was ist daran so schlimm? Wo hast du denn den Quatsch her? Ich war bei ihr, sie hat's mir erzählt. Toll. Und du glaubst diesen Schwachsinn auch noch. Ohne sie geht die Firma baden und das weißt du genau. Dann geht sie eben baden. Ich kann es nicht ändern. Und was ist mit den Arbeitern? Ohne Clarissas Geld kannst du sie gleich nach Hause schicken. Und mit Clarissas Geld auch. Ich prophezei dir, nicht 2 Wochen hält es dort einer mit dir aus. Eben. Und deswegen musst du dich weiter um die Firma kümmern. Papa, wenn dir die Firma wirklich was wert ist, dann darfst du jetzt nicht aufgeben. Mama, Kira hat mir erzählt, dass du nach Friedenau fahren wolltest. Das geht dich gar nichts an. Bitte, Barbara, was wolltest du denn von Christoph? Wenn du es genau wissen willst, ich wollte mich für deine widerlichen Lügen entschuldigen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Bitte, Barbara, rede wieder mit mir. Bitte verzeih mir. Verzeihen soll ich dir? Damit es dir wieder besser geht, damit du dich gut fühlst, ja? Hast du denn in der ganzen Zeit einmal dran gedacht, wie ich mich fühle? Bitte, Barbara. Ich habe Christoph geliebt. Mehr als jeden anderen Menschen in meinem ganzen Leben. Und du hast das alles kaputt gemacht. Du egoistisches, kleines, egoistisches Ich mach's wieder gut. Irgendwie mach ich's wieder gut. Dazu ist zu spät. Such dir eine andere Dumme, die auf deine feigen Lügen reinfällt. Ich bin fertig mit dir. Bitte, Barbara. Lass mich nicht alleine. Spar dir deine Mitleidtour. Herrgott, werd endlich erwachsen! You gotta lick it before we kick it. Buenas tardes, muchacho. Was soll das? Erst lässt du mich hier sitzen und dann tust du... Ich weiß. Ich habe einen großen Fehler gemacht, aber... Warum bist du vorhin einfach abgehauen? Du bist die schönste Muchacha der Welt. Die liebenswerteste, süßeste, intelligenteste Muchacha der Welt. Ich schwöre dir, ich werde dich nie wieder allein lassen. Te quiero, te quiero, te quiero. Sonst noch was? Ja. Es reicht, ich glaub dir ja. Also mir reicht's noch lange nicht. Übernimmst du mal kurz? Wie soll das? Das kann ich nicht mit ansehen.
Ja, so spät noch. Du kommst wegen des neuen Investitionsplans für ABB, stimmt's? Das könnte dir so passen. Ich will endlich wissen, warum du dich in meine Firma eingeschlichen hast. Aber ich habe mich noch nicht eingeschlichen. Ich will dir nur helfen. Das kannst du anderen weismachen, mir nicht. Also, der wahre Grund für dein Interesse? Aber Arno, warum denn so abweisend? Das ist noch gar nicht so lange her, da hast du dich in meiner Nähe sehr wohl gefühlt. Ja, da hatte ich vergessen, was für ein Mensch du bist. Was willst du von mir? Kannst du das nicht denken? Noch mehr Geld, noch mehr Macht. Oder es ist vielleicht die Rache, die du mir geschworen hast. Rache? Ja, ich habe deine fürchterlichen Drohungen noch im Ohr. Tja, wer weiß. Das kann sein. Kann aber auch nicht sein. Hey, Schlafmütze, aufwachen! Oh, was ist? Pennt der hier rum, während bei uns die Post abgeht? Hä? Schau mir in die Augen, Kleiner. Du hast Ecstasy geschmissen. Na, logisch. Frank hat auch was abbekommen. Wo hat das Zeug denn her? Aus Rays Spezial-Ecstasy-Depot. Wer ist Ray? Ein Freund von Frank. Puh, das war echt eine scharfe Nacht. Ja, das Blöde ist nur, der Huni ist weg. Mein Huni? Die ganze Kohle ist für das Zeug draufgegangen? Oh, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hey, du kriegst das Geld ja wieder, sogar mit Zinsen. Was für Zinsen? Na toll. Bin ich ein Kumpel oder nicht? Du hast erreicht, was du wolltest. Dein Plan mit Hofer ist aufgegangen. Jetzt lass mich und die Firma in Ruhe. Arno, ich habe mir die Mühe doch nicht umsonst gemacht. Wie weit soll dein idiotischer Rachefeldzug noch gehen? Das liegt ganz bei dir. Das ist doch krank. Arno, ich habe dich gewarnt. Eine Frau wie mich lässt man nicht einfach sitzen. Das sagst du mir? Wer hat denn wen sitzen lassen damals? Damals waren wir doch noch Kinder. Heute sind wir erwachsen. Erwachsene haben andere Regeln. Diese Intrigen, der Spion, die Übernahme der Firmenanteile, diese ganze Show. Nur weil unsere Affäre gescheitert ist, das kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube, du hast mich nie richtig verstanden. Was willst du von mir? Eine Baufirma? Deine Klitsche kannst du wirklich behalten. Gut. Dann überlasse mir Hofers Anteile. Genau, das habe ich auch vor. Was? Arne, ich verspreche dir, deine Firma wird dir bald wieder ganz alleine gehören. Unter einer kleinen Bedingung. Und die wäre? Eine gemeinsame Nacht